Was kannst du tun, wenn die Keramikversiegelung nicht mehr performt? Darum geht es in diesem Video. Wir haben euch ja schon die Labo Cosmetica Keramikversiegelung vorgestellt. Die wurde auch bei der DCON beim Best Detailer Contest verwendet. Es gibt von Labo Cosmetica ein dreistufiges Waschsystem für vermeintlich nicht mehr vorhandene Keramikversiegelung, dass man sie in 3 Steps wieder auf Performance bekommt. Denn die meisten Keramikversiegelungen sind gar nicht abgenutzt oder verbraucht, sondern einfach nur verdreckt. Und eine normale Wäsche reicht dann eben nicht. Wie man eine Keramik normal wäscht, haben wir euch ja schon gezeigt. Guckt euch das Video nochmal an. Hier geht es um einen wirklichen Servicetermin, um eine offensichtlich nicht mehr performende Keramikversiegelung wieder freizuwaschen. Und bleibt dran, am Ende gibt es auch was zu gewinnen. Ja, denn meistens sind Keramikversiegelungen nicht defekt, sondern halt nur verschmutzt. Das sieht jetzt gar nicht so schlimm aus auf den ersten Blick. Allerdings, wenn wir genau hinsehen, sehen wir, dass wir Baumablagerung auf der Haube haben. Das ist schon mal ein Alarmzeichen und auch verschmutzte Seiten. Das Fahrzeug, muss man dazu sagen, ist jetzt 1,5 Jahre mit der Keramik unterwegs, knapp 10.000 Kilometer gefahren und parkt permanent draußen und die Hälfte des Tages sogar unter Bäumen. Deswegen war schon vor dem Wassertest zu erahnen, dass die Keramik einfach nicht mehr gut performen kann, weil sie eben verschmutzt ist und freigewaschen werden muss. Sehen wir jetzt auch hier Wassertest, ja absolut kein Beading, kein Cheating. Die Keramik wirkt tot. Ob das so ist, müssen wir später nochmal sehen. Erster Schritt, der alkalische Schritt, deswegen auch 3pH. Wir starten mit einem alkalischen Vorreiniger. Der ist auch vom Verband der Automobilindustrie zertifiziert als schonendes Produkt. Das heißt, er ist schon zu allen Oberflächen und macht nichts kaputt. Alkalischer Reiniger, warum? Der alkalische Reiniger kann besonders gut organische Verschmutzungen entfernen, wie also Straßenschmutz, Vogelkot, Baumreste, also sage ich mal in Anführungszeichen lebende Verschmutzung. Die besonders verschmutzten Bereiche sprühen wir ohne Schaum 1:10 Vorverdinnen im Druckpumpsprüher vor. Warum? Der Vorteil, wenn ich keinen Schaum einsetze, liegt einfach darin, dass die Flüssigkeit sofort auf der Oberfläche wirkt und unmittelbar wirkt. Während beim Schaum der Schaum eben erstmal in sich zusammenfällt und ich halt eine zunehmende Wirkung habe, das Produkt fällt in sich zusammen und wirkt erst mit der Zeit in voller Kraft. Das hat gerade im Sommer oder bei warmen Temperaturen den Vorteil, dass es weniger zum Eintrocknen kommt. Zweiter Schritt, wir verwenden das Primus im Schaumsprüher. Hier sollte darauf geachtet werden, dass die Endverdünnung 1:60 ist. Nicht in 1:60 vorverdünnen und dann im Schaumsprüher, denn der Schaumsprüher verdünnt selber nochmal. Die Idee hinter dem Vorreiniger ist wie bei jedem Vorreiniger, dass wir ohne das Fahrzeug einmal zu berühren, also nur durch Aufsprühen und Abkärchen, eine besonders hohe Reinigungswirkung haben. Zum einen, um schon viel Schmutz zu entfernen und die Keramik frei zu reinigen. Zum anderen aber auch, um Partikel zu entfernen, damit die am Ende keine Kratzer verursachen und auch die Keramik nicht abreiben. Schaum können sie, schöne Schaumparty, der Geruch ist auch sehr gut, der kommt jetzt bei dir nicht rüber, deswegen musst du mir einfach mal glauben. Dann wird das Fahrzeug von unten nach oben abgesprüht. Warum? Unten zuerst, wir haben von Anfang an eine 1:10 Verdünnung drauf gesprüht, wir haben da sehr, sehr lange Wirkzeit jetzt gehabt. Das heißt, ich sprühe erst einmal von unten nach oben kurz hoch und dann nochmal von oben nach unten runter und kehre in der Hoffnung, den groben Schmutz schon mal zu entfernen, alles einmal ab und wir sehen tatsächlich, es kehrt gerade auf der Motorhaube so eine Art Beading. Man kann ein Beading erahnen, schon wieder zurück. Die Türseiten sind noch absolut tot, da sieht man gar nichts. Ist auch typisch für die Türunterkanten, weil sich da neben Schmutz eben auch Bremsstaub ablagert. Das lässt sich mit einem alkalischen Reiniger nicht entfernen, aber deswegen ja 3pH System, ein 3-stufiges System. Jetzt kommen wir zur zweiten Stufe, dem Purifica, wie Labo Cosmetica sagt, in meinem besten italienischen Akzent, ist im Endeffekt eine leicht saure Vorreinigerlösung, laut Labo Cosmetica pH 3 bis 4. Ich hatte leider keine Messeinheit da, die aber auch VDA zertifiziert ist, also auch materialverträglich, keine korrosiven Produkte, Bestandteile mit drin. Deswegen da auch nochmal der Hinweis, lasst euch nicht nur vom pH-Wert beeinflussen, sondern es geht auch darum, welche Inhaltsstoffe verwendet werden, um diesen pH-Wert zu erzielen. Manche sorgen für Korrosion, manche eben nicht und die hier bei Labo Cosmetica sollen es nicht tun. Gleiche Prinzip wie beim Primus, dem Vorreiniger oder dem alkalischen Vorreiniger. Türunterkanten mit 1:10 einsprühen. Warum Türunterkanten? Der Purifica soll den Bremsstaub entfernen, Kalk entfernen, also mineralische Verschmutzungen, anorganische Verschmutzungen entfernen. Auch hier gleiches Prinzip wie beim Vorreiniger Primus in der Schaumlanze 1:1 fertige Verdünnung, die rauskommen soll, als Schaum auf das ganze Fahrzeug aufgebracht. Auch hier ein sehr schöner Schaum. Geruch war auch gut, gerade für eine Säure, sehr wenig penetrant, hat ganz angenehm gerochen und auch beim Ablaufen ist ein sehr schönes Zusammenfallen des Schaums zu sehen.
Um es nochmal klar zu sagen, rauskommen sei 1:60, Purifica bitte 1:1 in die Schaumlanze füllen. Dann ganz wichtig, Hauptunterschied zu dem anderen Produkt, zu dem Vorreiniger, ist die manuelle Wäsche mit einem pH-neutralen Shampoo, wie hier dem Semper, oder mit Purifica im Eimer 1:60 bis 1:100 nochmal runter verdünnt, um wirklich mechanisch die Keramik mit Hilfe oder unter Zuhilfenahme der leichten Säure in dem Produkt zu reinigen. Wir sehen jetzt hier, dass der Schaum wirklich einfällt und abläuft, und dann sollte man sich nicht wirklich zu viel Zeit lassen, im Notfall lieber bauteilweise arbeiten, weil gerade im Sommer Säure sollte nicht eintrocknen, aber gerade da spielt euch der Schaum ja in die Hände. Wir waschen ganz normal von oben nach unten mit regelmäßigem Auswaschen. Das kennt ihr, brauche ich nicht weiter darauf eingehen. Einfach eine ganz normale Fahrzeugwäsche an dieser Stelle. Guck regelmäßig in den Handschuh, ob er schmutzig ist, und spül ihn dann aus und wasch einmal das gesamte Fahrzeug durch. Und was du dann auch relativ schnell sehen wirst, beim Waschen fängt schon langsam der Film wieder an aufzureißen. An dieser Stelle war es für mich ein gutes Zeichen, hat mich auch überrascht, wie schnell das doch geht und wie effektiv. Gerade hier an der Tür sieht man es wirklich stark. Wenn du nicht zu viel Schaum im Handschuh benutzt, dann siehst du es noch stärker, wie schnell dieser Film schon aufreißt. Und wenn wir einmal komplett ums Auto gewaschen sind, dann spülen wir gründlich von unten nach oben und von oben nach unten wie gehabt ab. Tada, und man sieht, es kommt tatsächlich schon ziemlich schnell ein Sheeting zurück, und das bei einer 1,5 Jahre Keramik, die jetzt mittlerweile sogar fast 15.000 Kilometer runter hat, wie ich jetzt nochmal gesehen habe beim Kunden. Also bei einer wirklich beanspruchten Keramik absoluter Draußenparker. Die Keramik wäre unter normalen Umständen für fast tot erklärt worden, aber hier kommt sie wirklich nochmal wieder. Nicht wie am ersten Tag, aber wirklich absolut Top-Performance. Da würde ich nicht mal ein Produkt toppen, sondern würde das einfach so lassen, weil die Keramikversiegelung wieder absolut performt. Sieht man auch hier, wenn ich den losen Wasserstrahl nehme, einfach nochmal ein paar Bauteile im Vergleich, dass wir wirklich wieder ein vernünftiges Sheeting und ein gutes Beading haben. So, zusammenfassend, das 3pH Wash System ist etwas, was es so in der Kombination nicht auf dem Markt gibt und bisher gab natürlich. Es gibt dem Anwender die Sicherheit bei geprüften Produkten, VDA zertifiziert, die bei korrekter Anwendung keine Materialschäden verursachen und die Keramik nicht beschädigen, eine vermeintlich nicht mehr vorhandene Keramikversiegelung aufzufrischen, ohne sie einfach nur toppen zu müssen. Das heißt, man hat hier in einem Keramik-Service-Termin die Möglichkeit, die Standzeit nochmal deutlich zu verlängern, beim Kunden nochmal einen Mehrwert zu schaffen, ohne einfach nur irgendwie oben drauf was draufzulegen, wo man den Kunden so ein bisschen täuscht. Nichtsdestotrotz kann man natürlich nochmal was toppen, wenn man sagt, hey komm, ich will doch nochmal ein bisschen mehr Performance, dann nimmt man halt einfach das Revitax zum Beispiel von Labo Cosmetica, wäre so ein Produkt, was genau das eben kann und was genau das macht, nochmal was on top packen, die Keramikversiegelung nochmal neu aussehen lassen. Aber hier haben wir eine freigewaschene, intakte Keramikversiegelung mit einem hohen Glanz, wenn das Fahrzeug trocken ist, und einer guten Oberflächenstruktur, sodass wir wirklich zufrieden sein können. Was wir auch merken, als der Lack trocken war, der Lack ist jetzt nicht glatt geworden. Also hätten wir jetzt einfach nur irgendwas drauf gewaschen, wäre die Oberfläche glatter. Nein, sie ist so stumpf, wie eine Keramik halt ist, wenn man sie ungepflegt nur wäscht. Und von daher zeigt mir das, dass halt wirklich auch die Keramik frei gewaschen wurde. Ob Additive drin sind, kann man natürlich nicht ausschließen, aber ich glaube, die Performance hier zeigt relativ deutlich, dass wir wirklich eine keramikähnliche Performance haben. Der Lack ist wieder frei gewaschen, der Lack glänzt wieder. Von daher finde ich, ist ein gutes Produkt, was man so definitiv gebrauchen kann, was auch wirklich einem nicht erfahrenen Anwender die Chance gibt, eine Keramikversiegelung zu pflegen und einem Kunden mehr Freude und längere Freude an der Keramik. Und zum Schluss bleibt mir dennoch zu sagen, achte auch auf die Keramik, wie man auf den Lack achtet. Eine Keramik ist kein Allheilmittel, soll auch richtig gepflegt werden, und wascht sie auch regelmäßig, mindestens einmal im Jahr. Ich sag mal alle 5.000 bis 10.000 Kilometer intensiv frei, damit sie nicht verstopft und möglichst lange performt. Dafür hast du jetzt ein sicheres Produkt an der Hand, was gut funktioniert. Von daher viel Spaß beim Nachmachen. Wenn du jetzt auch mal ausprobieren willst, wie das 3pH-Waschsystem funktioniert, ob es was für dich ist, haben wir mit Labo Cosmetica was vorbereitet. Wie du auch hier siehst, Special Kit für Autolackaffen. Wir verlosen 10 Sets, wo alle diese 3 Produkte, die wir gerade gezeigt haben, drin sind. Wie kannst du sie gewinnen? Diesmal auf Instagram. Da gibt es auch einen Beitrag, aber hör vielleicht trotzdem schon mal gut zu. Geh auf den Beitrag, wo wir das Gewinnspiel ausloben. Folge uns, folge Labo Cosmetica, die haben wir auch in der Seite markiert. Schreib im Kommentar Hashtag 3pH und markiere einen Waschbuddy, mit dem du das gerne ausprobieren willst. Dann kannst du mitmachen. Wie gesagt, keine Sorge, wenn es jetzt zu schnell für dich war, kannst du das nochmal bei Instagram nachlesen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Auf.